3.6 3.6 Ich kann einen Textausschnitt verstehen und Fragen dazu beantworten. Read the text. Complete Adam's diary with the right notes from the box. What is Adam going to do this week? Es geht hier natürlich auch um das Futur mit going to. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Zur Auswahl stehen Dad comes home, help Miss Trent, cut the grass, buy food and drinks, help in the cafe, sleep over at Luca's house, tidy my room, do my homework. Erinnert euch, es ist erst Montagmorgen. Adam wacht gerade auf. He is just waking up on Monday morning. So he is thinking about the week ahead of him. Denkt über die Woche nach, die vor ihm liegt. Deswegen ist es alles im Futur. Und ihr könnt für das Futur die Form Adam is going to benutzen und dann sagt ihr, was er macht im Laufe der Woche an den verschiedenen Tagen. For example, on Tuesday, Adam is going to tidy up his room. On Wednesday, he is going to help his mom in her cafe. Die Informationen findet ihr alle im Text, den ich euch auch eingelesen und aufgesprochen habe. Last exercise, letzte Übung, answer the questions in 1 to 5 words. First, why does Adam want to work for Miss Trent? Easy. Steht im Text. Zweitens, why does he need more money? Easy. Steht im Text. Third, what did he buy with his pocket money? Easy. Steht im Text. Fourth, why can't Adam work for Miss Trent? Steht im Text. Fifth, who gives Adam food and drinks for his sleepover? Who does it? Steht im Text. When is Adam going to help Miss Trent? Find out. Listen to the text. Read the text and you will know. Viel Spaß beim Beantworten der 6 Fragen. Wünscht euch Frau Kühne.